Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ja, diesmal in diesem Tutorial erstellen wir unsere Wand mit dem Fenster drinne. Das ist ja unsere erste Wand gewesen. Hier sind wir stehen geblieben. So, dann bereiten wir schon mal alles vor. Wir schieben erstmal diese Wand mit der Steuerung-Taste gedrückt etwas hier zur Seite. So. Und jetzt einmal diese Wand duplizieren. Shift D. So. Und die gleich benennen. So. Das ist jetzt unsere Kopie mit Window. Hier wollen wir unser Fenster jetzt einbauen. Aber zuerst, wir blenden mal beide Wände weg. Die brauchen wir erstmal nicht. Drücken 1 für Frontansicht. Und holen erstmal ein Referenzbild. Image, Referenz, Fenster. Da. Ja, also dieses Bild habe ich mir ausgesucht. Das habe ich bei Pixabay. Habe ich aber in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr könnt natürlich andere Fenster raussuchen oder eben das, was ihr mögt. Ja, das spielt keine Rolle. So, ja, unser 3D-Cursor ist in der Mitte. So, jetzt wollen wir das Bild erstmal mittig setzen. So, ungefähr. Alles klar. So, Shift A. Wir holen uns eine Plane und rotieren die gleich. RX 90. So. Jetzt gehen wir auf Wireframe. Hier. Und Transparenzmodus. Hier. Jetzt klicken wir auf das Bild. Hier erscheint dann dieses Bild-Icon. Klicken drauf. So, hier haben wir eine Einstellung. So, darauf klicken wir. Opacity. Ja, so heißt das. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, und das ist jetzt eine Transparenzskala für das Bild. Die können wir jetzt runterziehen. So. Okay, das müsste reichen. So, und jetzt klicken wir wieder unsere Plane. Hier. So, dadurch können wir jetzt, haben wir die Möglichkeit, das Fenster jetzt zu modellieren und nach dem Bild zu richten. Ja. Okay. Jetzt gehen wir auf Edit-Modus. Skalieren wir erstmal auf die Fenstergröße. So. Ungefähr. Alles klar. S, Z. So. Ja, ist in Ordnung. Perfekt. Okay. Jetzt gehen wir weiter. Setzen jetzt hier einen Loop in der Mitte. Hier. Lassen wieder los, dass es in der Mitte bleibt. Und hier. So, jetzt haben wir sozusagen zwei Loops, rechts von oben nach unten. So, und die klicken wir jetzt beide an. So, jetzt haben wir die Edge Loops angeklickt und drücken jetzt Steuerung B. So, jetzt haben wir die Sprossen schon mal. Jetzt wollen wir den Rahmen noch machen. Steuerung B. Steuerung B. Okay. Steuerung B. Steuerung. Ich sage immer Steuerung B. Steuerung R. Entschuldigung. Okay. So. Jetzt haben wir hier sozusagen die Glasscheiben. Haben wir schon mal hier schon fertig. Die Fläche ist schon mal da. Jetzt wollen wir aber hier an diesen Holzrahmenkante, seht ihr das? So, und die muss ja nachher auf der Y-Achse, also herausragen. Deswegen müssen wir hier noch ein Steuerung R, Entschuldigung, Steuerung Z wieder zurück, hier auf diese Seite. So, einen hier setzen und einen hier setzen.
Und hier oben eins. Genau, so ungefähr. Und hier eins. So, okay. Ganz einfaches Fenster, nichts Großartiges. So, und jetzt geben wir B für Box Select. Klicken erstmal die äußere Rahmen hier. So. Genau. So, schieben wir ein bisschen zur Seite und schieben das nach vorne etwas. Okay. Ja. Genau. Perfekt. Als nächstes wollen wir die 4 Glasscheiben extrudieren. Also in der Y-Achse. Das machen wir jetzt. E und rein. So, das war es auch schon. So, das Fenster ist modelliert. Das Fenster können wir löschen. Brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir wieder auf Base View. Alles klar, sieht gut aus. 1 für Frontansicht. Und jetzt wollen wir das Bild als Textur auf unser Fenstermodell setzen. Da gehen wir, klicken wir unser Plane, sagen New Material, New, sagen Window, so, so. Jetzt suchen wir unser Bild mal hier in der Liste. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. Genau. Und jetzt hier diesen Bild-Icon draufklicken und hier rüberziehen. Und loslassen. So, jetzt müssen wir natürlich hier einmal hier drauf, damit wir überhaupt sehen, wo das ist. Unsere Plane auf Edit-Modus. A, alles selektieren. U für Unwrap. Project vom View. Also Unwrap von der Sichtseite. So. Jetzt den weiter nach oben und den hier rüber zoomen. A, das ist unser Unwrap jetzt von dem Fenster in der Frontansicht. Jetzt mit G ziehen wir das mal ein bisschen hier in der Mitte. Machen wir ein bisschen größer. S. So. So, jetzt heißt das bisschen Fingergefühl. Jetzt müssen wir Shift-Taste gedrückt, bisschen zurechtschieben alles. Okay. Jetzt müssen wir, ja, das ist schon selbsterklärend, wir müssen jetzt diese Vertices, die Edge-Kanten, so ausrichten, sozusagen, dass die Glasscheibe hier da drinnen diese Fläche hat und diese Flächen hier, die äußeren, der Rahmen, auf diese Holzfläche projiziert. Das wollen wir jetzt eben schnell machen. Okay, wir klicken hier, wir haben hier verschiedene Markierungselemente, also hier, das ist Vertices, damit können wir die Vertices wählen und hier haben wir die Edge-Modus, also Edge-Kante hier, da können wir die Edge-Kanten wählen und hier kann man die Faces wählen. So, hier. So, jetzt gehen wir erstmal auf Vertices und schauen uns das mal an. Obwohl, wir können jetzt den und den anklicken. G, Y, so. Ah, ihr seht, dahinter, da sind, wir haben das Fenster ja extrudiert. Dahinter sind die anderen. Dann würde ich empfehlen, B zu nehmen für Box Select. Genau. Und jetzt auf G. Dann zieht ihr den hinten auch mit. Ich wähle die ganze Edge-Kante. Komplett. So. G, Y. So. Genau. Hier jetzt auch. B. B.
Ja, okay, das reicht erstmal. GX auf der X-Achse. So. Okay. So, diese Sprosse ist... Klicken jetzt komplette Sprosse hier. S, Y und skalieren das mal ein bisschen kleiner rein hier. So. Okay, hier auch. Klicken eine hier erstmal an. B. So. SX. So. Jetzt schauen wir uns das mal an. Jetzt müssen wir jetzt ein bisschen manuell alles zurecht schieben. Einmal hier. Genau. So, SX. So. Komm, die nehmen wir auch hier etwas rüber. Okay. Genau, okay. Ja, da haben wir jetzt hier, seht ihr das? Da haben wir jetzt diese Metall, aber ich glaube, das werden wir nachher gar nicht sehen. Wir werden das Fenster etwas breiter ziehen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wir können das jetzt mal B, nehmen wir erstmal hier komplett, G, X, so, bisschen. Okay. Ja. Gut. So, schauen wir uns das mal an. Ja, perfekt. So, ihr seht das hier in den Innenbereich. Ja, das, weil es gestretched ist. So, das ist schnell gemacht. Einmal Face Select hier. Alt-Taste gedrückt und eine von diesen Kanten wählen. Shift-Taste gedrückt und die anderen auch. Shift, Alt, Shift, Alt. So, einmal 3, Rechtsansichtmodus und Unwrap vom View. Das sind jetzt nur die Innenkanten von dem Fensterrahmen, ja? Die haben wir hier. A. Ja, dann schieben wir das mal etwas hier rüber. Sagen wir, schöne Holzfläche. Schauen wir uns das mal an. Doch, ist in Ordnung. Okay. Oh, ja, die untere Seite auch natürlich. Jetzt haben wir es auf diese Art. Dann müssen wir natürlich so, so, genau. 7, Top-Ansicht, Unwrap vom View. So, wo haben wir es denn? Da. A, alles selektieren und schieben das mal diese Holzfläche. Ja, perfekt. So, okay. Jetzt haben wir unser Holzfenster hier modelliert und die Textur schon mal draufgesetzt. Als nächstes, jetzt ist, wenn ihr euch das mal anschaut, das Fenster ist ja sieht ja glatt aus. Es muss ja rau sein. Ja? So, das wollen wir hier mal setzen. Wir setzen das mal ein bisschen dunkler hier. So, spekulär ein bisschen weniger. Okay. Aber unsere Gleichscheiben, die müssen ja irgendwie transparent und glänzend sein. Einen gewissen Glanzeffekt. Ja? Und reflektieren. So, wie machen wir das? Ganz einfach. Das ist jetzt unser Window Node Shader. Ja? Jetzt gehen wir hier auf Plus, klicken hier auf diesen Balken hier und nehmen unser Window nochmal. Ja? So, jetzt das ist immer noch derselbe Node Shader. Aber jetzt drücken wir hier auf diese 2. So, jetzt haben wir sozusagen eine Kopie von unserem Node Shader erstellt. Von unserem Fenster. Aber den benennen wir jetzt hier Window und sagen einfach Glossy. Das ist also unsere Window-Textur, ja, aber den
als Glanzeffekt. Und jetzt können wir diese Textur hier, die wir neu erstellt haben, erstmal auf unsere Glasscheiben zuweisen. Wenn wir jetzt auf A drücken, komplett selektieren, diese Textur, die komplette Textur auf dieses Fenster ist dieses Window drauf. Und wir wollen jetzt dieselbe Textur mit dem Glossy nur auf diese Fenster hier. Die selektieren wir jetzt. 1, 2, 3, 4. Diese Glasscheiben wollen wir jetzt auf diese Textur jetzt zuweisen, ja? Assignen. Hier klicken wir drauf. So. Das ist nochmal. Okay. Ab jetzt, wenn wir jetzt hier Windows Glossy, hier seht ihr das, der ist jetzt gewählt. Wenn wir hier jetzt was ändern, richtet sich das nur an diese Glasscheiben. Jetzt wollen wir es mal sehen. Da. Seht ihr das? Genau. So, sagen wir mal 0,015. Müsste eigentlich funktionieren. Okay, dann haben wir das. Spekulär. Ja, bisschen mehr. Okay. Jetzt wollen wir aber noch einen kleinen Glanzeffekt noch holen. Shift A. Glossy Shader. Hier rüber. Und ein Mix Shader dazwischen. Und den hier rüber. So. Das ist hier noch komplett hell, weil hier das noch rau ist. Das Rawness müssen wir noch wieder runtersetzen. So. Und sagen wir mal 0,03. Genau. So. Sieht doch toll aus. Perfekt. Okay. Wir könnten jetzt ein bisschen rumexperimentieren. Zum Beispiel könnten wir eigentlich diesen Color hier in eine Normal rüberschieben mit der, oder besser gesagt Bump Map. Wenn wir jetzt hier mal Vektor Bump nehmen, so, den hier rüberschieben und den hier rüber. Da seht ihr, was passiert. Dann erzeugen wir sozusagen von diesen Farbtiefen, die wir haben, einen gewissen, also einen Bump-Effekt. Aber das ist natürlich zu viel. Wir gehen mal auf 0,1, mal sehen, wie das aussieht. Genau. Jetzt könnten wir noch einen Konverter. Hier haben wir ein Color Ramp, dadurch können wir das variieren, aber wir wollen mal den RGB to BV setzen. So. Dadurch erzeugt er ein Schwarz-Weiß Daten. Convert Color Ramp. So. Okay. Da sieht er schon diesen Effekt. Ja. Also je nach Lust und Laune, ihr könnt das selber jetzt wählen. Das ist so eine Art, das Fenster ist ja nicht, muss ja nicht unbedingt glatt sein, das kann ja ein bisschen alt sein, kaputt sein. Ihr seht das ja hier. Und dadurch habt ihr die Möglichkeit, bisschen hier Variationen von der Glasscheibe zu erstellen. Ja, perfekt. Alles klar. Wir kontrollieren nochmal einmal den Face Orientation. Ja, ist richtig. Die rote, blaue, okay. So, jetzt klicken wir unseren Window-Textur wieder an. Das ist dann sozusagen nur der Holzrahmen. Und hier genauso. Oder wir kopieren das mal. Das ist das hier gewesen. Ne? Okay. Steuerung C, einmal kopieren. Wieder hier rüber. So. Und den darüber. So, das ist jetzt der Holzrahmen. Ja, zu viel finde ich.
Oder? Mal ein bisschen größer. Den auseinanderziehen. Ne, sieht nicht gut aus. Machen wir mal 0,2. So. Alles klar. Okay, das reicht. Ja, unser Fenster ist fertig modelliert. Und jetzt setzen wir das in unsere Wand ein. So. Einmal unsere Wand-Window. Einmal zeigen, einblenden. Okay, 1, Frontansicht. Skalieren wir unser Fenster hier. So. Und schieben das mit Steuerung hier rüber. Genau. Steuerung nach oben. So. Jo. Okay. Wir gehen mal hier jetzt einmal auf Frontansicht. Okay. Klicken unsere Wand mal an. Gehen auf Edit-Modus. So, jetzt haben wir hier unsere Faces an unsere Wand. Und die wollen wir jetzt dementsprechend dem Fenster variieren. So, das heißt, Edit-Modus wieder raus. Wir klicken jetzt mal beide an. So, beide angeklickt und gehen auf Edit-Modus. Klicken unsere Fenster an. Mit L selektiert ihr dieses Fenster und skaliert den mal. So. Okay, ungefähr in dieser Größe. Ja. So. Jetzt können wir den vielleicht nach oben. So. Ja, das ist eigentlich perfekt. Genau. Okay. Das heißt, die Faces, diese hier, von dieser Wand, die werden wir jetzt sozusagen löschen. Ja? Edit-Mode wieder raus. Klicken jetzt nur die Wand an. So. Gehen auf Wireframe-Modus. Hier. B. So, jetzt haben wir beide Wände, die Faces selektiert und entfernen die Faces. So. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Das Fenster kurz zur Seite. Perfekt. Okay. Einmal Edge Select. Klicken diese Wand. Also diese beiden Kanten hier. Mit F schließen wir das. Jetzt wählen wir diese Edge-Kante und drücken jetzt F. Und einmal umzu. Immer F drücken. F, F, bis es geschlossen ist. So, perfekt. Jetzt nehmen wir unsere Fenster wieder und schieben das hier rein. So ungefähr. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt müssen wir dementsprechend jetzt die Seitenteile mit Holz verkleiden. Dazu nehmen wir unsere Holzbalken dafür. So, jetzt einmal Balken, Ordner, einblenden. Eben warten, bis die Texturen geladen sind. Genau. Nehmen wir die 1 Meter Stück. Shift D, duplizieren das. Und M Walls. So, jetzt haben wir die eine 1 Meter Balken hier in unser Walls Ordner reingefügt. Ja? Den lassen wir so, brauchen wir nicht benennen, weil wir die jetzt sowieso hier rüber schieben. Gehen auf
Achso, Moment. Den Ordner wieder ausblenden, Balken. Ziehen das mit Steuerung-Taste hier rüber. 1 für Frontansicht. So. So. Okay. Jetzt skalieren wir den mal ein bisschen auf der X-Richtung. So. Okay. So, schieben das etwas hier rüber. So. Shift D. Duplizieren das und schieben da einen hier rüber. So. Genau. Shift D. Rotieren auf der Y-Achse. So. Und schieben das hier rüber. So. Wir nehmen mal die beiden Balken, ziehen das mal nach oben. So, dass wir diese Kante hier haben. Okay, und jetzt den nach oben. So. Skalieren den jetzt auf der X-Achse, bis wir einen gewissen, ja, ein bisschen breiter. So. Okay. So, den schieben wir jetzt weiter raus. So. Die beiden Holzbalken auch. So ungefähr. Okay. Die beiden skalieren wir jetzt auch auf der Z-Achse. Bisschen weiter runter. So. Jetzt nehmen wir den wieder. Shift D. Und den nach oben. Genau. Alles klar. So, jetzt müssen wir aber die Holzbalken, die sind ja alle identisch. Sie sehen alle gleich aus. So, mit den Texturen auch. Die müssen wir jetzt alle bisschen mit den Unwrap oder mit der Textur verschieben. Unterschiedliche Variationen. Jetzt müssen wir mal, nehmen wir mal den ersten jetzt, den obersten. Edit, A. So, wir haben jetzt noch diese Fenstertextur hier, aber das spielt keine Rolle. Einfach mit G. Und ihr seht das ja schon oben. Da ändert sich schon mal was. Okay. Jetzt nehmen wir den. Edit. A. Und den schieben wir weiter rechts rüber. So ungefähr. Und ein bisschen nach oben vielleicht. So. Okay. Jetzt den unteren hier. Den vielleicht etwas hier rüber. Na. Genau, ungefähr. Perfekt. Ja. So. Jetzt habe ich mir überlegt, die Balken, die Holzrahmenbalken hier, die sind zu kantig. Da könnten wir noch ein Bevel setzen. Wir klicken mal alle an. Ja. Steuerung A. Rotation und Scale. So, jetzt hat er die Rotation übernommen und die Skalierung, die wir jetzt vorhin gemacht haben. Jetzt können wir hier wählen und wählen mal diese Kante hier. Shift-Taste gedrückt, diese Kante. So.
Steuerung B. Ein Bevel. So ungefähr. Genau. Und hier genauso. Steuerung B. So. Und hier nur auf diesen Seiten hier. Steuerung B. So. Steuerung B. Ja, perfekt. Alles klar. Schauen wir uns doch mal ein paar Cycles an. Perfekt. Okay. So, jetzt wollen wir hier, ich will die Holzbalken noch etwas rausziehen. Kleines Stückchen noch. Genau. So. Jetzt haben wir diese Wand. Das ist ja die Kopie von unserer ersten. Wir klicken unsere Wand jetzt an und gehen auf Vertex Paint. Hier. So. Jetzt haben wir hier zwei Symbole. Dieses Face Select selektieren wir. Jetzt haben wir sozusagen ein Face Select Vertex Paint. Wir haben aber noch nichts gewählt. Wir gehen auf Edit Modus. Edit. Klicken diese Wand hier an und drücken L. Jetzt haben wir diese Fläche gewählt. Ja, wir gehen mal auf Face Select. So. Jetzt haben wir diese Fläche gewählt. Auch die hintere, aber das spielt keine Rolle. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Edit Modus wieder raus. So. Jetzt sehen wir hier die Textur. Jetzt können wir Plaster Mousse, das war diese grüne Fläche hier, ja. Gehen auf Einstellung und weiß. So, jetzt wollen wir diese Wand mit dem anderen natürlich ein bisschen unterschiedlich setzen. Das heißt, wir nehmen mal ein bisschen hier was weg. Ja. Hier ein bisschen weg. Und hier. Okay. Da. So, jetzt machen wir wieder schwarz. Jetzt wollen wir hier ein bisschen mehr setzen. So. Und sogar um das Fenster herum. Bisschen hier. Genau. Und hier. Okay. Vielleicht hier ein bisschen mehr. So. Genau. Okay. So, jetzt haben wir zwei unterschiedliche Wände. Wenn wir jetzt den mal einblenden, kurz. So. Jetzt haben wir auch eine andere Mauertextur. Ja. Genau. Genau. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir natürlich die Wand joinen. Das ist unsere Wand. Jetzt klicken wir also den Balken, klicken alle Balken an und das Fenster und zuletzt die Wand hier. Steuerung J. So. Das ist jetzt unsere Wand mit dem Fenster hier. Perfekt. Ja,
Ich sag mal danke fürs Anschauen. Unsere Wand mit dem Fenster ist fertig. Und im nächsten Tutorial, ja, da erstellen wir unsere Holztür. Ja? Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!